Kawhi Leonard gegen LeBron James, die Clippers gegen die Lakers, LA gegen LA. Das Duell hat endlich begonnen. Ihr habt es euch angeguckt, wir haben es uns auch angeguckt. Und wir wollen heute genau darüber reden. Warum hat LeBron nur 18 Punkte gemacht? Wo war das Pick and Roll mit AD? Und was haben die Clips alle so richtig gut gemacht, Lovis? Ganz ehrlich, ich fand, die Clips waren wirklich dominant. Ich glaube, die hätten auch noch höher gewinnen können. Was hast du für ein Spiel gesehen? Ach, ich sehe das gar nicht so krass. Ich glaube, beide Teams müssen sich noch einspielen. Ich finde, wir haben zwei echt gute Teams gesehen und noch sau viel Potenzial nach oben. Wir werden genau darüber heute diskutieren. Aber eine Sache, Leute, neue Saison, das bedeutet auch neuer Name. Herzlich willkommen bei NBA Overtime. Neben mir sitzt Lovis Binder, ich bin Torben Beckmann. Wenn ihr Bock auf die neue NBA-Saison habt und auf unsere Videos, lasst uns gerne einen Daumen da. Und wir wollen natürlich direkt einsteigen mit den Clippers, die einfach richtig viel richtig gemacht haben. Da war Kawhi, da war eine starke Defense, da war eine unfassbare Bank. Was hat dir da am besten gefallen? Mir hat total imponiert, dass man Lou Wiliiams und Kawhi Leonard hatte, die natürlich den Ball die meiste Zeit in der Hand hatten und alles drumherum so gut funktioniert hat. Der Ball wurde viel bewegt, die beiden Jungs haben den oft im Post gekriegt oder oben und dann gefühlt irgendwie alles richtig gemacht. Also wenn ihr euch das Spiel angeguckt habt, habt ihr so gesehen, dass da entweder ein Block gestellt wurde oder ein ISO-Play war und danach alles so reibungslos funktioniert hat. Klar, Kawhi Leonard hat ein gutes Spiel gemacht, Lou Wiliiams war wie immer auch brillant. Aber oft wurde der Swing-Pass gefunden, am Ende der Mann in der Ecke frei gestanden und dann ging das Ding auch meistens rein. Und das hat mich so überrascht, gerade so am Anfang, dass das schon alles so rund läuft. Ja, ich fand ja Riesenanteile hatte da auch einfach Doc Rivers als Coach, der in meinen Augen Frank Vogel da klar outcoacht hat. Also was du gesagt hast, die Setplays haben bei den Clippers viel besser funktioniert, fand ich. Ich fand auch generell die Pace, die Clippers aufgelegt haben, waren deutlich besser als die von den Lakers. Also ich will nicht vorgreifen, wir sprechen noch über die Lakers natürlich auch, aber die Lakers waren in meinen Augen viel zu langsam die ganze Zeit und hat bei den Clips viel öfter funktioniert. Und dann, klar, was du gerade schon gesagt hast, Lou Wiliiams Bench-Scoring. Ich glaube, 60-19 war am Ende die Statlines von der Clippers Bench gegen die Lakers Bench. Und wenn du halt so jemanden wie Williams und Harrell dann reinwerfen kannst, wenn immer es nicht läuft, ist natürlich überragend auch als Coach, finde ich. Ja, und wenn du noch so eine Defense dazu hast. Ne? Also wir wussten ja alle, wir haben jetzt 3 Monate lang spekuliert, wie geil wird die Defense der Clippers. Wir haben, finde ich, jetzt schon mal so einen ersten Eindruck bekommen, wie gut sie ist, ohne Paul George, ja einer der besten Defender der Liga, der noch irgendwann dazukommt. Ich fand, sie haben vor allem in der zweiten Halbzeit und im vierten Viertel gezeigt, dass sie noch was oben drauflegen können. Wenn ihr euch das Spiel angeguckt habt, die Lakers haben, finde ich, schon teilweise richtig, richtig gut gespielt, wo ich mir auch gedacht habe, oh, okay, vielleicht wird es hier sogar ein Blowout der Lakers, gerade so am Anfang. Und dann, finde ich, haben sie einfach noch mal gemerkt, okay, Anthony Davis macht uns hier unten im Post kaputt, das müssen wir umstellen. Und im vierten Viertel, was ich irgendwo dann imponierend fand, dass die Lakers das nicht mehr geschafft haben, Davis da irgendwie anzuspielen, muss man ja einfach den Clippers dann auch sagen, Leute, habt ihr echt einen geilen Job gemacht. Unfassbar, ne? Der Spieler, der euch da die ganze Zeit irgendwie Probleme verschafft, der kriegt gar nicht mehr den Ball. Und das war, glaube ich, was die Clippers richtig, richtig gut gemacht haben. Ja, ich fand, es war auch auffällig, dass da eine Umstellung nach der Halbzeit stattgefunden hat. Genau, was du sagst. Die Lakers haben ja eigentlich nur aufgepostet durch AD. Es hat super geklappt. Und die Clips haben nicht wirklich gedoppelt. Also hier und da kam mal dann so ein Shamet noch an der Grundlinie irgendwie vorbei. Aber das war für AD dann auch keine Challenge, darüber zu steigen. Und genau das wurde ja dann doch in der zweiten Hälfte einfach deutlich geändert. Und hatten die Lakers keine Antworten mehr. Auch LeBron konnte da nicht mehr antworten als Ballhändler. Fand ich irgendwie überraschend, aber das haben einfach die Clips richtig gut gemacht in der Defense, gerade durch Pat Beverly und was auch immer da war. Trotzdem muss man ja auch gerade in der Offense nochmal Kawhi Leonard rausheben. Der Typ ist ja einfach automatic. Also was der gerade so im zweiten Viertel auch reingeworfen hat, ich glaube, die Clips hatten eine Stretch von 15 von 17, die sie da getroffen haben. Da ist einfach alles gefallen. Aber auch einfach, weil Leonard wirklich gut war, weil er kaum Platz braucht und weil er es einfach besser geschafft hat, fand ich, die Blöcke auszunutzen als jeder andere Lakers-Spieler beispielsweise. Ja, und bei all dem muss man immer mal darauf achten, immer wenn er hochspringt, ist er stabil in seiner Bewegung nach oben. Und das ist ja was viele Spieler gar nicht erst schaffen. Und egal, was du halt gerade angesprochen hast, egal was er macht, man hat immer das Gefühl, er ist balanced. Und das ist so, ja, das sieht man eigentlich bei keinem anderen Spieler. Vielleicht noch bei Kevin Durant, aber das hat er so in den letzten Jahren perfektioniert, dass er fast nur gute Würfe nimmt. Und ich fand auch jetzt in dem Spiel, ich habe keinen einzigen Wurf gesehen, bei dem ich gesagt hätte, okay, hättest du vielleicht irgendwie besser machen können. Und das ist schon
was bei ihm sich in den letzten Jahren extrem gut entwickelt hat. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand vor allen Dingen auch, das war ja eine Sache, die irgendwie bei den Clippers so imponiert hat. Es gab ganz wenig Verzweiflungswürfe. Ganz viel war einfach genauso gewollt, rausgespielt, genau den Wurf genommen, den man haben wollte. Fand ich richtig stark. Und ich war hier und da dann so ein bisschen, ja, enttäuscht ist zu übertrieben, aber ich fand, die Lakers-Defense hat es auch nicht immer gut gemacht. Also oft hatte man Bradley gegen Leonard stehen, der ihm einfach dann zu viel Platz gelassen hat. Obwohl ja auch Joel McGee beispielsweise oder auch ein Howard am Korb gewartet haben, um da nochmal den Weg zuzumachen. Aber Kawhi hatte dann zu viel Platz vorne und konnte dann einfach abdrücken. Und auf der Gegenseite hat das Pat Beverly in meinen Augen viel besser gemacht, weil er ganz, ganz nah dran an LeBron und hat ihm eben nicht, ja, oder hat ihm quasi die Möglichkeit gegeben, mit dem ersten Schritt vorbeizuziehen, aber hat vertraut, dass die Help-Defense da ist und hinten rotieren wird und den Weg zustellen wird. Also da fand ich die Defense halt deutlich überzeugender bei den Clips als bei den Lakers. Ja, total. Bei den Lakers haben irgendwie zwei Dinge nicht gestimmt. Einmal haben sie es halt nicht geschafft, Kawhi Leonard und Wiliiams zuzumachen. Also wenn der erste Spieler geschlagen ist, das war so die eine Sache. Gerade oft, ne, Lou Wiliiams kriegt den Pick, geht drüber und stoppt dann und wirft. Da muss halt die Halbzeit kommen. Und was dann noch mal nicht geklappt hat, ist der Swing Pass, den zu verteidigen. Also oft haben sie dann das irgendwann geschafft, gerade bei Kawhi Leonard, wenn er Richtung Korb gezogen ist. Da kam dann irgendwie Howard oder McGee runter, um das zuzumachen. Aber dann war die Ecke immer frei. Und Kawhi Leonard hat sich einfach mittlerweile als guter Passer entwickelt. Der sieht den Mann. Und wenn du dann da im 35%-Bereich zündest von draußen, dann ist das halt extrem effektiv. Absolut. Dann lass uns auch über die Lakers quatschen, die ja vor allen Dingen die ISO als den Weg genommen oder gesehen haben, da ihre Offense anzugehen. Gerade in der ersten Hälfte unfassbar, wie oft sie aufgepostet haben über Anthony Davis. Der sollte natürlich direkt eingesetzt werden, wurde auch immer wieder eingesetzt. Hat ganz oft funktioniert. Es wirkte aber auch so ein bisschen, als ob Frank Vogel da einfach keinen Plan B hätte. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, man darf das gar nicht so ernst nehmen. Man muss so back to the roots, oldschool Basketball spielen. Wenn du da jemanden hast wie Davis, der so dominiert, der 14 Mal an die Freiwurflinie gegangen ist, klar, gib dem Jungen den Ball. Der soll das so oft machen, bis es nicht mehr funktioniert. So, das waren ja so ein bisschen früher die Zeiten in der NBA, in der du einfach gesagt hast, Leute, komm, hier, gibt dem Spieler den Ball, der gerade heiß gelaufen ist und alles andere entwickelt sich. Wir warten ab, bis die Defense sich darauf einstellt. Und das fand ich schon geil, was Anthony Davis da gemacht hat. Man hat einfach total gemerkt, niemand konnte ihn stoppen. 14 Mal an die Linie. Wenn er noch mehr als 9 trifft, dann ist das echt eine richtig gute Sache und die dich halt auch im Spiel total weiterbringt. Also Davis war schon eine Maschine. Wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen. Die Defense hat irgendwann dafür gesorgt, dass er in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut spielen kann. Trotzdem, auch da würde ich irgendwie so ein bisschen das System der Lakers kritisieren, was du halt schon angesprochen hast. War dann so, da war keine Kreativität drin. Dann lauf halt ein paar Set-Plays, bis Anthony Davis irgendwann unten den Ball kriegt. Also mehr Bewegung und nicht nur Ball auf dem Flügel und der Flügel versucht dann, den Ball runterzubringen. Wenn das halt nicht funktioniert, muss man anders agieren, damit Davis irgendwann unten mal frei ist. Ja, und gerade da habe ich mich auch so oft gefragt, warum funktioniert das so wenig, dass einfach ein Setplay von vornherein auf den Dreierschützen irgendwie gespielt wird. Du hattest ja Jungs, die durchaus getroffen haben, aber das war mir viel zu wenig. Und da war auch die Frage, warum gab es kein Pick-and-Roll, das wir doch in der Preseason eigentlich relativ oft gesehen haben, das funktioniert hat und von dem auch immer wieder irgendwie JaVale McGee oder einfach der Big, der noch zusätzlich auf dem Feld war, profitieren konnte, weil der oft dann freigelassen werden musste. Wieso haben sich die Lakers da so gegen entschieden? Ja, ich weiß nicht, entweder war es eine Traineransage oder ich finde, man muss tatsächlich auch LeBron James so ein bisschen die Schulter in die Schuhe schieben. Ich meine, wir können eigentlich nie was Negatives über ihn sagen, er macht so viel richtig. Aber ich fand jetzt da in dem Spiel hat man gerade so im 3. und 4. Viertel einfach seine Ansagen und sein Leadership irgendwie vermisst. Also ich meine, 18 Punkte für LeBron James in einem Season-Opener ist, glaube ich, ziemlich wenig. Wir haben jetzt nicht in die Statistiken geguckt, aber es kommt, glaube ich, nicht oft vor, dass er da im ersten Spiel unter 20 bleibt. Aber gerade auch, was Torben gesagt hat, dass man, wenn man merkt, es funktioniert nicht mehr so ganz, okay, dann hol dir doch Anthony Davis hoch und sag ihm, er soll dir den Block stellen. Oder versuch ein bisschen den Ball zu bewegen. Das war alles sehr statisch, gerade im letzten Viertel, als die Defense der Clippers richtig gut war. LeBron James sagt aber, Leute, locker bleiben, erstes Spiel, da ist noch viel Luft nach oben. We did some good things tonight, we did some not so good things, and that happens in game one, especially for a new club. So we look forward to getting in the film room tomorrow
and seeing, some of the mistakes that we made where we could have been better at. Bevor wir darauf gucken können, was wir mitnehmen können von den Lakers, wollen wir von euch einmal wissen, hey, wer landet am Ende in der Saison vorne, die Clippers oder die Lakers? Könnt ihr einfach hier oben abstimmen. Wir sind sehr gespannt, wie das Duell in LA ausgeht. Aber lasst uns so ein bisschen auch nach vorne schauen bei den Lakers, was wir mitnehmen können. Und ich fand da ja auch überraschend, wie gescheit Howard bei den Lakers gespielt hat und wie gut das funktioniert hat. Gerade in der Defense, klar, hat hier so 1, 2 doofe Fouls irgendwie sich auch abgeholt, so ein bisschen wie der frühere Howard, der immer Foulprobleme hatte. Aber trotzdem war ich durchaus überrascht, wie solide das gerade unterm Korb funktioniert hat mit dem. Ja, ich meine, er hat ja jetzt wirklich monatelang gepredigt, ich bin nicht mehr der Alte, ich mache keinen Scheiß mehr, ich konzentriere mich auf das, was ihr von mir haben wollt, und das ist Defense spielen, rebounden und ein paar Putback-Dunks reinhauen. Und ich finde, man hat es in der Preseason gesehen, dass es funktioniert. Und ich glaube, da werden die Lakers noch viel Spaß dran haben. Also wenn du so eine Mischung aus McGee und Howard hast, beide irgendwie so 18 bis 20 Minuten pro Spiel, immer einer von beiden frisch, wenn er aufs Feld kommt, das wird den Lakers gut tun. Vor allem, weil Davis ja nicht auf der 5 spielen will. Dann haben wir noch 2 Jungs gehabt, die jetzt nicht im Lakers-Roster standen. Das war Rajon Rondo, der mit einer linken Wadenverletzung rausgeflogen ist, wird nicht so lange dauern. Und Kyle Kuzma hat immer noch Fußprobleme, war auch nicht dabei. Der hat immerhin, ich glaube, gut 18 Punkte letzte Saison aufgelegt, wird wahrscheinlich dann von der Bank kommen irgendwann. Aber das ist schon was den Lakers in Zukunft noch einfach eine deutlich bessere Bank geben kann. Ich finde, Rondo hat richtig gefehlt. Man hat immer gesehen, wenn LeBron James auf die Bank gegangen ist, dann fehlte so ein bisschen jemand, der das Spiel kontrolliert, das koordiniert, der sagt, wer wohin geht und der vor allem auch Davis besser einsetzt. Also Quinn Cook hat dann ja den Ball nach vorne gebracht. Ich finde, war jetzt nur ein Spiel gesehen, dass er auch Probleme hat, wenn er Druck kriegt, den Ball bei Pressure irgendwie überhaupt erst in die gegnerische Hälfte zu bringen. Und dann ist das keiner, der irgendwie das Spiel dirigiert. Und ich glaube, Rondo wird genau da dann in den Situationen aufs Feld kommen, wenn LeBron auf die Bank geht. Und Kuzma, wenn er sich weiterhin so gut entwickelt, dann ist das nochmal einer, der richtig viel Energie da von der Bank bringt. Das wird die Lakers enorm nach vorne bringen. Dann lass uns auf jeden Fall auch nochmal dezidiert auf die Starting Fives gucken. Wir wollen einfach mal mit den Lakers anfangen und schauen, ob das für den Rest der Saison auch so wird. Der Backcourt gestartet mit Avery Bradley und Danny Green, beide ja vor allen Dingen in der Defensive dafür da, die gegnerischen Guards zu stoppen. Auch oft gegen Kawhi Leonard jetzt eingesetzt worden. Dann haben wir LeBron nominell auf der 3. Müssen wir gleich drüber reden, weil so oft war er da nicht zu finden. Und AD und McGee als die beiden Bigs, gerade in der Defensive. AD dann auf der 4, McGee auf der 5. Lass uns über LeBron direkt sprechen, der ja eigentlich fast immer den Ball gebracht hat und eigentlich als nomineller Einser fast da gestartet ist. Ich glaube, das wird eine Rolle sein, in der wir LeBron James immer mehr sehen, je älter er wird, weil er auch einfach merkt, so, ich will noch lange gehen, ich will noch 4, 5 Jahre auf hohem Niveau spielen und ich kann mich da jetzt nicht jedes Mal unten betteln. Und ich versuche einfach meine großen Skills, nämlich auch den Ball zu passen, irgendwie immer mehr ins Spiel einzubringen. Und ich glaube, das ist was wir von LeBron häufiger sehen werden. Und was mich wirklich ja auch überrascht hat, klar, man kann immer darüber streiten, ist er jetzt die 1, spielt er eigentlich auf der 3? Aber Bradley und Green, das sind beides keine Leute, die den Ball nach vorne bringen. Und das war ja wirklich interessant. Also wenn ihr euch mal das Spiel angeguckt habt und gesehen habt, wie oft LeBron wirklich auch nach einem Rebound oder wenn der Ball drin war, dann, wenn der Ball eingeworfen ist, den Ball nach vorne gebracht hat. Also das ist ja auch was man jetzt nicht so oft von LeBron kennt. Das hat er jetzt wirklich durchgehend gemacht. Ich glaube schon, dass das was ist, wo wir ihn einfach jetzt oft sehen werden. Und er wird einfach diese Rolle immer mehr interpretieren. Glaubst du, dass das auf jeden Fall schon die Starting Five von Vogel ist für den Rest der Saison? Oder glaubst du, da tut sich noch ein bisschen was? Ich hoffe, dass das so bleibt, weil ich bin echt zufrieden, wenn du dir anguckst, Bradley und Green. Ich meine, die haben jetzt über 60% von draußen geworfen. Das wird nicht immer der Fall sein. Aber du hast 2 gute Verteidiger und 2 Jungs, die von draußen treffen. Du hast LeBron, der das Spiel dirigiert, und hast da unten Davis und McGee oder Howard. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ich sehe da irgendwie gar nicht so viel, was man da ändern sollte. Ja, gerade Danny Green, 7 von 9 von draußen getroffen, 28 Punkte. Ja, was für eine Partie von dem neuen Laker. Aber gerade deswegen habe ich mich auch immer so oft geärgert. Ich fand, viele Dreier kamen so ein bisschen zufällig zustande. Es waren jetzt nicht unbedingt gewollt. Und das war so ein bisschen ärgerlich. Dann war mal einmal das Transition Play da. Und Danny Green war in der Ecke und konnte abdrücken oder hat selber einmal kurz den Ball nach vorne gebracht, hat das Ding irgendwie getroffen. Und ich fand, das hätte man viel öfter
gewollt einsetzen können und nicht immer in den Post gehen. Vielleicht ist das was ja in dem Rest der Saison noch kommt. Das wäre, glaube ich, helpful für die Lakers. Ja, ich hoffe, die werden sich einspielen, aber das ist halt das Ding, ne? Wenn LeBron in deinem Team ist, so, da wird ja immer wieder darüber diskutiert, aber er ist halt einfach derjenige, der eigentlich alle Systeme ersetzt und quasi er ist derjenige, der das System aufbaut und es hat einfach dieses Spiel vor allem am Ende nicht gut funktioniert, deswegen müssen wir mal abwarten. Aber ich finde schon, dass die Jungs viele offene Dreier in den Ecken hatten, also das war jetzt nicht so der Knackpunkt des Spiels. Ich fand, man hätte es durchaus öfter angehen können, aber mal gucken, wie es sich weiterentwickelt in der Saison. Wir wollen natürlich auch auf die Clippers Starting Five gucken, angefangen mit Pat Beverly und Landry Shamet, die da gestartet sind im Backcourt. Alles natürlich noch ohne Paul George, der ja so ungefähr die ersten 10 Spiele aussetzen wird, weil er an beiden Schultern operiert wurde, wird er dann irgendwann zurückkommen. Wir haben Kawhi Leonard und Patrick Patterson und ganz vorne auf der 5 Ivica Zubac gehabt, aber der hat ja auch kaum gespielt. War jetzt eine Starting Five, die wir nicht so oft sehen werden, weil ganz klar, Paul George wird da irgendwann reinrutschen. Ja, und dann die spannende Frage, für wen? Ne? Also für Patterson, aber dann hast du halt keine 4, dann muss einer auf die 4 rücken. Ja. Oder halt vielleicht für Shamet, dann spielt Kawhi die 2. Also das wird nochmal spannend sein, wie sie das eingehen. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob sie jetzt jedes Mal mit Zubac starten, weil gerade in dem Spiel bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er viel mehr spielen wird, weil du hast da 2 Riesen mit Davis und McGee und Zubac hat nur 10 Minuten gespielt. Und deswegen müssen wir einfach über Harrell sprechen. Ne? Der Typ ist halt nicht groß. 2,3 Meter. Genau, also, aber er schafft es einfach, da offensichtlich für Unruhe zu sorgen. Und das fand ich spannend und weiß ich nicht, vielleicht will der Coach weiterhin, dass er von der Bank kommt, aber vielleicht ist er auch irgendwann mal eine Alternative für die Starting Five. Ja, gerade bei den Clippers ist ja gefühlt die Starting Five und dann so die Spiel-Ending Five ein Riesenunterschied. Man hat jetzt schon gesehen, im ersten Viertel mit Lou Wiliiams und Montrezl Harrell haben beide 8,5 Minuten da schon bekommen. Aber es ging ja super schnell, dass die beiden von der Bank kamen und einfach das Spiel verändert haben von den Clippers. Und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht, aber man hat ja schon gesehen, tendenziell werden die Clips eher klein spielen, als mit Zubac dann groß zu bleiben. Und man hat ja auch heute gesehen, dass es wirklich gut funktioniert hat. Also fand ich überraschend. Ich bin gespannt, ob Williams und Harrell so früh kommen, wenn Paul George dann auch startet. Weil dann werden die Minuten mit Sicherheit auch nochmal zwischen George und Leonard ganz anders gestaggert werden. Ja, und dann werden die auch das Problem haben, alle 3 kannst du eigentlich selten auf dem Platz haben. Also Kawhi, George und Williams, weil die brauchen alle den Ball. Wobei Paul George eigentlich auch ganz gut Off-Ball funktioniert. Aber genau, da wird sich das Team echt noch verändern. Ne? Da kommt jemand, der irgendwie 36, 37 Minuten spielt und oft den Ball haben wird. Also da werden wir noch ganz andere Clippers sehen. Ja, letztes Jahr Paul George mit fast 10 Versuchen von draußen. Deswegen, ich glaube, Off-Ball funktioniert ja auch ganz fantastisch. Hat da eine wirklich gute Quote aufgelegt. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht abschließend einmal, die Clippers haben jetzt irgendwie das erste Take gewonnen. Siehst du die Clips am Ende vor den Lakers oder hast du eher die Lakers, die dann im Verlauf der Saison noch kommen? Ich glaube, Stand jetzt ist es noch total ausgeglichen. Also die Lakers werden sich noch verändern. Die Jungs, die wir gerade angesprochen haben, die noch dazukommen, das wird noch eine Rolle spielen. Plus, dass die Lakers weniger eingespielt sind als die Clippers, weil die ja komplett fast das ganze Team ausgetauscht haben. Die Clippers werden auch noch mal geiler. Für mich sind es irgendwie die ersten beiden Teams. Aber wir werden jetzt auch noch mal abwarten, wie die anderen Favoriten da irgendwie an den Start gehen. Aber trotzdem sehe ich beide Teams ganz weit oben. Ja, ich glaube, man darf da auch noch nicht zu früh vorausgreifen. Es war Spiel 1. Die Clippers haben einen unfassbar starken Eindruck gemacht. Ich glaube, die Lakers können aber auch gegen die meisten anderen Teams auch in der Western Conference bestehen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir haben auch mit Dirk Nowitzki über die Clips und die Lakers gesprochen. Könnt ihr einfach euch angucken oder speichert euch gerne unsere Playlist, damit ihr kein Video verpasst. Wir freuen uns sehr auf die kommende Saison. Euch weiterhin viel Spaß beim Basketball.